Bruder, alles fit? Scheiße, Mann, wo ist dein Lehrer? Der Feuer liegt noch am Piss. Warum geht das nicht? Was wollen Sie denn schreiben? Antialkoholiker, hochgradig intelligent, brandgefährlich im Denken, nimmt zu viel Drogen. Was wollen Sie denn schreiben? Ich weiß nicht. Kriegen Sie nicht auf die Reihe. Macht alles keinen Spaß mehr. Wenn einer nur kommt und sagt, hey, hier hast du was, sagst du sofort. Also ich zum Beispiel wieder, ja, okay. Ich trinke keinen Alkohol und nehme keinen Koks. Ansonsten ist mir das egal, was gerade auf den Teller kommt. Ich muss überleben und deswegen auch Substitut nebenbei als Grundvorlage Opiat halt. Grundsätzlich Opiat, weil auch Schmerzpatienten, beide, meine Frau sowohl als auch ich. Die User am Lutherplatz sind mehr oder weniger unter sich. Abgesehen von dieser, Bespitzelung, die da durchaus auch, da finden auch Razzien regelmäßig statt. Ausgestoßen. Genau. Verfolgt und in den Knast gesteckt oder totgemacht, absichtlich. Ein Vater von der Freundin meines Freundes hat mich in einer Kleinstadt gesehen und hat mich daraufhin gejagt, also verfolgt. Und ich hatte ein Fläschchen Balleron in der Tasche und bin deshalb abgehauen, weil ich nicht wollte, dass er mich erwischt damit. Also zu mir, zu meiner Person, ich bin 51, im 51. Lebensjahr, meine Frau im 48. Ich habe einen Lehrberuf natürlich, ich habe gelernt, wie sich das gehört. Und habe dann irgendwann mal im Knast angefangen zu studieren, weil mir langweilig war. So einfach ist es. Ich bin als Zeugen Jehovas groß geworden, meine Mutter war Zeugen Jehovas. Und da bin ich ausgebrochen mit 15, bin ich einfach abgehauen. Nach Frankfurt, mal auf der Straße dann schon. Wir sind jetzt 13 Jahre. 14 Jahre. 14 Jahre, wir haben jetzt 2013. 14 Jahre verheiratet. Ja. Seit 1999, ja. Glücklich verheiratet. Ich behaupte mal, ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der eine glückliche Ehe führt. Der weiß, was das ist, Liebesglück zu erfahren von einer Frau, die zu einem steht. Kommen was wolle, in guten wie in schlechten Zeiten. So wie wir das vom Altar auch geschworen haben. Immer zu mir steht, auch wo ich im Knast war oder so. Egal was ist, eine Frau steht immer so. Und umgekehrt genauso. Dann kommen was wolle. Meine Tochter und meine Frau sind mir heilig und danach. Zu früheren Zeiten war ich mehr am Lutherplatz, muss ich ehrlich dazu sagen. Fairerweise, weil es wurde auch mehr gemacht für den Lutherplatz. Jetzt ist es langweilig geworden und wir haben uns verlagert. Das ist sicherlich in sozialen Schichten verankert. Also ich glaube, das kann man nicht innerhalb von einem Satz irgendwo darstellen, wie man dieses Problem löst. Aber eine Pauschallösung dafür habe ich jetzt so auf jeden Fall nicht. Also da muss man sicherlich viel früher ansetzen, wenn die Probleme entstehen. Das heißt, wenn da Realitätsverlust, eine Sucht entsprechend entsteht, ne, und ähnliches. Aber das kann man nicht in einem Satz sagen. Also nein, überhaupt nicht. Das sind viele Faktoren, die da zusammenlaufen. Erziehung, Bildung, was weiß ich. Ne? Vielleicht auch einfach irgendwie durch einen dummen Zufall auf eine schiefe Bahn geraten. Das kann man nicht, glaube ich, alles so einfach sagen. Ne, in jedem Fall. Man sollte irgendwie sich zusammensetzen, zum Amt gehen und irgendwas beantragen lassen, damit das da hinten abgeschafft wird. Also ich finde es schlecht, dass die Leute hier so hingehen und ja, spritzen. Das ist nicht gut, wenn die Kinder das sehen, und es ist auch irgendwie schlecht für den Umgang und auch für die Stadt auch irgendwie schlecht, dass hier so eine Ecke präsentiert wird, wo alle, ja, das ist einfach schlecht und nicht schön. Natürlich stören sie das. Ich weiß nicht, ich bin immer Christ gewesen, mein Leben lang, deswegen trage ich auch das Ding hier. Ich glaube nicht, dass ein wahrer Christ sich daran stört, ob einer Drogen nimmt oder auch nicht Drogen trotzdem nimmt. stören die sich. Wir dürfen nicht mehr hier trinken, finde ich auch okay, aber trotzdem nicht okay. Weißt du? Sind immer nur die mischen Verbote. sich immer ein, immer Verbote, Verbote, weg, weg, weg. Leben verboten, ja. Geht weg. Ja, wohin soll man gehen? Es löst sich nicht auf, ja, nur weil es weggedacht wird. Die Drogenproblematik löst sich nicht in nichts auf. Oder die Leute verschwinden nicht ins Nichts. Ja. So einfach ist es leider nicht. Ja. Man muss sich schon damit beschäftigen oder damit umgehen. Man kann das nicht wegdenken, weil es ja da ist.
beim Anziehen aus dem Wollpullover hängen geblieben, raus. Alle Ringe? Nee, einer und dann halt nochmal einer oder zwei. Habe ich die Leine über meine Schulter geschmissen. Beide Ohren sehen süß aus. Guck mal, beide und dann Ohren, auch ganz süße ein paar Ohrringe weg. Einzigartige Ohren. Aber das ist nicht schlimm. Tut ja nicht weh. An, wie heißt das? Manche Leute nehmen die 20-fache Dosis und sind genauso breit wie ich durch meine Dosis, weil die Rezeptoren ja besetzt sind. Wenn die besetzt sind, dann kannst du so viel nachschießen, wie du willst. Du wirst nicht breiter. Wenn die Rezeptoren erstmal voll sind, dann dann kannst du dir so viel nachjagen, wie du willst. Du wirst nicht besoffener wie beim Alkohol. Du bleibst auf einem Level. Ich habe meine Drogengeschäfte gemacht, um zu existieren. Von irgendwas muss ich ja leben. Zweifelsohne. Wie gesagt, nicht alkoholisiert, alles im cleanen, nüchternen Kopf ertragen, ist gar nicht so einfach. Deswegen auch die Drogen, weil ich sonst ganz durchknallen würde. Ich würde heute keine Nadel mehr an mich ranlassen. Ich würde niemals clean leben wollen, zwischen den Idioten. Zwischen den Fach-Vollblut-Idioten. Habe ich keinen Bock drauf. Mal schauen, wie es wird. Ich weiß nicht, wie unser Schicksal ist. Vielleicht ziehe ich auch nach Hessisch-Lichtenau, kann auch sein. Möglich ist alles. Aber wir sind schon 4 Monate auf der Straße, definitiv, meine Ehefrau und ich. Und dann habe ich die Lehre hingeschmissen, weil ich Bäume pflanzen wollte, um keine Garagenzufahrten. Mit 15 bin ich abgehauen. Da wollte ich das Gegenteil kennenlernen. Immer wenn ich am Hauptbahnhof stehe und gucke so da runter, dann denke ich, es ist das Ende der Welt. Kommt nichts mehr danach.